Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute fahren wir mal wieder mit einem Big Block und einigen 100 PS vor, denn es geht um den Dogo Canario. Ja. Presa Canario, Dogo Canario. Puh. Eine ziemlich komplizierte Geschichte für viele Menschen, inklusive mir. Also eine leidige Geschichte. Der Unterschied dieser beiden Rassen ist derartig gering für mich persönlich, dass es ja ein und derselbe Hund ist. Ja, grob ausgedrückt, aber verzeihen Sie, das ist meine Meinung. Ich sehe das so, das heißt ja nicht, dass Sie das so sehen. Mit Sicherheit wird der eine oder andere eingeschworene Presa- oder Dogo-Fan auch nicht damit zufrieden sein. Doch das ist ja, mein Empfinden zu diesen Hunden. Der Presa Canario, der typische Presa Canario, ist für mich nichts anderes als die Leistungslinie des Dogo Canarios. Und der Dogo Canario, der typische, ist die Showlinie des Presa Canarios. Doch auch das trifft nicht immer zu 100% zu, denn es gibt Dogo Canarios da draußen, die sind genauso leistungsfähig wie jeder Presa. Es gibt Presas da draußen, die sind weit weniger leistungsfähig als viele Dogo Canarios und würden sich eher für die Show eignen. Ja, aber schauen Sie, die Trennung dieser beiden Hunde, Presa Canario und Dogo Canario, die fand ja schon vor einiger Zeit statt. Während der Dogo Canario seit 2011 endgültig vom FCI als Hunderasse anerkannt wurde, schaffte das der Presa Canario nie. Der Presa Canario wird von einigen spanischen Verbänden als Rasse anerkannt. Weshalb ist das so? Nun schauen Sie, das war ja früher mal ein und derselbe Hund. Diese Hunde stammen in direkter Linie von den Kriegshunden der spanischen Konquistadoren ab. Diese Hunde wurden ja, als Kriegshunde eingesetzt, als Treibhunde, als Jagdhunde, als Wach- und Schutzhunde, aber auch als Kampfhunde eingesetzt. Presa Canario, wie diese Hunde später dann genannt wurden, heißt nichts anderes als Packer von den Kanaren. Mit diesem Namen in Verbindung mit der Geschichte kamen der FCI nicht wirklich zurecht. Die wollten das nicht. Ja. Ja, nach langem Hin und Her einigte man sich darauf, den Hund anders zu nennen, nämlich Dogo Canario, und man einigte sich darauf, als Zuchtziel einen ruhigeren, ausgeglicheneren und substanzvolleren Hund dieses Typs zu erschaffen, also im Vergleich zu diesem ursprünglichen Packer von den Kanaren. Ja, das machte man mit dem Dogo Canario. So wurde der Dogo Canario zuerst mal vorläufig 2001 vom FCI als Hunderasse anerkannt und 2011 dann endgültig. Ja, einige der alten Criadores allerdings, was nichts anderes bedeutet als Züchter, die beharren auf den ursprünglichen, leichteren, leistungsfähigeren Typ mit mehr Feuer und züchten ihn nach wie vor unter dem Namen Presa Canario weiter. Bis heute. Ja. Doch wird dieser Hund unter diesem Namen eben nur von einigen spanischen Verbänden als Rassehund anerkannt. Es ist eine, wie gesagt, ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Ich hatte mit Presa Canarios mit zwei persönlich zu tun, mit einer Hündin und mit einem Rüden, und Dogo Canarios sah ich persönlich bis jetzt nur Vorstellungen. Und dennoch sage ich Ihnen was, ich sah Dogo Canarios auf Ausstellungen, wenn dort der Besitzer mir gesagt hätte, das ist ein reinrassiger Presa Canario, hätte ich ihm das aufs Wort geglaubt. Und der Presa Canario Rüde, mit dem ich zu tun hatte, hätte ich den nicht gekannt, und der Besitzer hätte mir gesagt, das ist ein echter Dogo Canario, hätte ich es ihm auch geglaubt. Ja. Also so viel zum Unterschied dieser beiden Rassen. Wobei wirklich eingeschworene Fans sagen, nein, es ist auch optisch, nicht nur charakterlich klar erkennbar, das ist ein Presa, das ist ein Dogo. Der Dogo gilt wuchtiger, substanzvoller, größer, schwerer und im Charakter allgemein etwas
gedämpfter, ruhiger, kontrollierbarer als der Presa. Ja. Sehen wir uns mal an, wie groß und wie schwer der Dogo Canario eigentlich wird. Ja, zuerst mal sei gesagt, das ist ein typischer Molosser. Ja, der ist groß, stark, mächtiger Kopf und gut bemuskelt. Man sieht sofort Molosser. 56 bis 66 cm Schulterhöhe, also klein ist dieser Hund nicht. Und ausgestattet mit 40 bis 65 Kilo an Gewicht. Also der flößt schon mal Respekt ein, rein äußerlich, möchte ich sagen. Ziemliches Muskelpaket, wunderschön, beeindruckend anzusehen. Das ist ein kurzhaariger Hund, der sich farblich abwechslungsreich präsentiert, möchte ich sagen. Den gibt es gestromt bis einfarbig, braun, grau, blond, aber auch in rein schwarz. Weiße Abzeichen an Hals und Kopf sind erlaubt. Ja. Der typische Dogo Canario, der zeigt einen fantastischen Charakter, liebe Zuseher. Ja, das ist ein Hund, der im Erwachsenenalter, welches ja auch oftmals spät erreicht, ganz Molosser-typisch. Sie wissen, viele unserer geliebten Molosser Kaliber, die werden erst weit später erwachsen geistig als viele andere Hunderassen. Terrier, auch manchmal Schäferhunde sind da weit schneller reif im Kopf als Molosser. Doch der Dogo Canario stellt da einen typischen Molosser dar diesbezüglich. Doch dann ist das ein ziemlich selbstbewusster und nicht nervöser Hund, der seiner Familie gegenüber, wenn er da gut integriert ist, einen Schmusebären darstellt. Ganz typisch. Doch, dieser Hund besitzt einen äußerst stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Ja, auch der Dogo Canario, nicht nur der Presa, der ja sehr berühmt ist für diese Eigenschaft. Den muss man schon mal auch lenken können. Schauen Sie, ich sage Ihnen was, ich weiß nicht, ob Sie schon in den Genuss gekommen sind, derartige Hundetypen an der Leine zu führen, wenn die mal wirklich Gas geben. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Das geht bei mir von Cane Corsos über Bullmastiffs, auch Mastiffs, über eine Presa Canario Hündin, die Ziemliches an Drive an den Tag legte, etc. Ich weiß, was diese Hunde im Bereich zwischen 40 bis 65, 70 Kilo für Kraft entwickeln können. Hier reden wir schon von einer anderen Art Power als etwa bei Schäferhunden. Schauen Sie, mein Hund Vito hat 35 trockene Kilo Gewicht, ausgestattet mit drahtigen Muskeln. 35 Kilo wirken jetzt nicht unbedingt viel. Doch jeder von Ihnen, der einen triebigen 35 Kilo Hund besitzt, der sich hier und da mal voll in die Leine wirft, weiß, was sich da abspielt. So ist es auch bei meinem. Und ich sage Ihnen was, ich habe knapp 90 Kilo. Wenn Vito mal wirklich Vollgas gibt, ist da schon Schmalz dahinter. Vito hat in etwa den anatomischen Körperaufbau eines Schäferhundes, ein Mittelding zwischen Malinois und deutscher Schäferhund. Der entwickelt schon einiges an Schmalz. Doch im Vergleich zu diesen typischen Molosser Packerrassen, Cane Corso, Presa Canario, Boerboel, Bullmastiff, wenn die mal wirklich Gas geben, da spielt es im Vergleich zu Schäferhunden schon etwas anders, Granada. Vertrauen Sie mir. Ja? Also das Ganze muss man schon auch lenken können. Der Dogo Canario ist von Natur aus, wenn er den typischen Rassevertreter darstellt, Fremden gegenüber misstrauisch. Und nochmal, das ist ein wahnsinniges Kraftpaket. Das sollte man schon körperlich, aber auch geistig kontrollieren können. Außerdem kann ein sehr stark ausgeprägter Jagdtrieb vorhanden sein. Ganz klar, das war früher mal ein Großwildjäger. Presas, Dogo Canarios werden bis heute gerne als Packer bei der Wildschweinjagd eingesetzt und gelten neben dem Dogo Argentino oder den American Bulldog als die besten Packerrassen der Welt. Ja. Ich habe Ihnen vorher schon erzählt, dass ich einige Dogo Canarios auf Ausstellungen gesehen habe. Privat lernte ich niemals einen kennen. Ich kannte zwei Presas, eine Hündin, die nicht schön zu führen war, von der habe ich schon mal erzählt, mit der haben sie die Wohnung verlassen,
Und das war die Hölle los. Also mir tat der Besitzer leid, da ist viel schief gelaufen in der Erziehung. Die Hündin hat ihriges dazu beigetragen, also die ist generell schon etwas mit kurzer Reitschwelle zur Welt gekommen. Das hat alles nicht zusammengepasst. Hatte um die 40 Kilo, 45 Kilo Gewicht, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ein Kraftpaket, aber die war nicht schön zu führen. Die führte ich an der Leine, ich kannte einen Rüden, der war etwas ruhiger, Rüden gegenüber nicht wirklich freundlich, auch Fremden gegenüber misstrauisch, aber bei weitem nicht so schlimm wie die Hündin. Dogo Canarios sah ich bis jetzt nur auf Ausstellungen. Was mir bei diesem Typ Hund aufgefallen ist, dass sie anatomisch schon sehr viel Ähnlichkeit mit Cane Corsos haben. Das ist meine Meinung. Ja. Also wenn Sie mal vor einem Dogo Canario stehen und sich einen Cane Corso in Erinnerung rufen, dann werden Sie Ähnlichkeiten vorfinden. Ganz sicher. Zumeist sind Bresas oder Dogo Canarios mehr überbaut, ja, anatomisch. Das heißt, die Gruppe ist höher als die Schulter. Das ist beim Cane Corso auch manchmal der Fall, aber nicht derartig ausgeprägt wie beim Dogo Canario oder beim Presa Canario. Also das ist ein Unterschied, der mir sehr stark auffällt. Auch ist die Kopfform ein klein wenig anders, der Fang vielleicht etwas länger. Doch ansonsten sehen die sich ziemlich ähnlich, die Dogo Canarios und die Cane Corsos. Was soll ich Ihnen jetzt sagen? Woher kommt diese Ähnlichkeit? Nun, schauen Sie, ich möchte hier niemanden beschuldigen, das liegt mir fern, aber es ist kein Geheimnis, dass, um das Blut aufzufrischen, wie gesagt, ich beschuldige hier niemanden, aber man weiß, dass hier und da mal Cane Corso Blut in den Dogo Canario einfließt und dass es umgekehrt genauso ist. Ja, man weiß es, um Typverbesserungen hierbei vorzunehmen und hierbei vorzunehmen. Ja, Dogo Canario und Cane Corso sehen sich optisch sehr ähnlich. Doch hat der Dogo Canario charakterlich meiner Meinung nach ein klein wenig mehr Pfeffer. Zumeist. Ist natürlich eine individuelle Geschichte, doch zumeist ist der Dogo Canario mit ein klein wenig mehr Pfeffer ausgestattet als der Cane Corso. Ja. Sind nicht wirklich miteinander verwandt, aber ja, wie gesagt, ich habe mich vorher gerade erklärt. Ich weiß, dass es so ist. Ja. Aus sicherer Quelle weiß ich das. Ja. Also, als Besitzer eines Dogo Canarios, das ist mein Vorschlag, also das ist mein Eindruck, sollten Sie schon körperlich und geistig fit sein. Das ist zwar ein sehr familienfreundlicher Hund, der aber mit enormer Power ausgestattet ist und noch dazu zumeist sehr ausgeprägten Wach- und Schutztrieb innehat. Ja. Und den muss man schon lenken können. Übrigens lenken können Presas, Dogo Canarios zählen zu den Molossern mit hohen Wildublis, ja, ähnlich wie der Cane Corso, der ja unter den Molossern für seine Lärmbereitschaft, für seine Gebrauchshundetauglichkeit berühmt ist. Ja, Dogo Canario und Presa Canario sind in ähnlicher Liga zu Hause. Auch mit denen ist es schön zu arbeiten, wenn man ein Gefühl hat für diese Hunde. Klar, die brauchen eine strukturierte Erziehung, da gehören klare Ansagen gemacht. Wie immer, Sie kennen meine Einstellung, ein tolles Mittelding zwischen konsequenter und liebevoller Hand und es sollte normalerweise nichts schief gehen. Aber nochmal, man sollte der Kraft dieses Hundes körperlich selbst schon Herr werden können. Also als gebrechlicher Mensch mit doch einigen Wehwehchen, nicht mehr ganz so fit, ist es nicht unbedingt ratsam, sich ein derartiges Powerpaket zuzulegen, wie der Dogo Canario eines darstellt. Ja, außerdem sollte man ein vernünftiger Mensch sein, der seinen Hund auch vernünftig erzieht. Denn wenn Ihnen ein Dogo Canario mal charakterlich wirklich davonläuft, ja, dann ist das nicht mehr schön. Ja. Aber generell ein Weltklasse-Molosser, der mir wahnsinnig gut gefällt. Sie wissen ja, dass ich ein Cane Corso-Fan bin. Die beiden Hunde sind sich optisch sehr ähnlich, haben auch ähnliche Charaktereigenschaften vorzuweisen, wobei gesagt sein soll, dass der Dogo Canario, wie gesagt, alles in allem vielleicht mit etwas mehr Pfeffer ausgestattet ist, im Normalfall. Es gibt ja auch Cane Corsos, die extremen Pfeffer besitzen und es wird Dogo Canarios geben, die ruhig unterwegs sind wie Schlaftabletten. Nee, aber das muss ich nicht immer dazu sagen. Im Großen und Ganzen, wenn sie dem Rassestandard entsprechen, dann ist das so. Ja. Toller Hund.
würde mir sehr gut gefallen und wäre für mich ganz klar eine Ansage an den Cane Corso. Also würde für mich ganz klar als Alternative gelten. Ja, so viel zum Dogo Canario, liebe Zuseher. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war es schon wieder.